Hast du schon einmal Streusetaler ohne Industriehefe gebacken? Du brauchst in jedem Fall Mehl und noch ein wenig Zucker, dazu eine Prise Salz und ich gebe jetzt hier noch ein Ei hinzu. Keine Sorge, in der Beschreibung steht das Rezept und die vegane Alternative. Und das hier ist mein Backtriebmittel, selbst hergestellte Hefe. Wie einfach ihr diese gesunde Alternative machen könnt, verrate ich euch oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Butter und ein Schlückchen Milch kommt auch noch hinzu. Wer es dann da hat, kann noch milden Sauerteig hinzugeben. Die sogenannte Lievito Madre ist ein festerer Sauerteig und da die Hefe, die selbst hergestellte Hefe, länger braucht zum Aufgehen, hilft mir die Lievito Madre, die Zeit ein wenig zu verkürzen. Wie ihr das ganz einfach herstellt, erfahrt ihr auch oben rechts unter dem i. Ich habe euch jeweils eine vollständige Playlist da verlinkt. Schon kann der Teig geknetet werden. Ich nehme hier heute meine KitchenAid mit der Teigpeitsche von Rammershofen und in der ersten Minute kann ich euch empfehlen, Teige immer auf der niedrigsten Stufe, in dem Fall Stufe 1 zu kneten. Das reicht vollkommen aus. Dann bei der KitchenAid maximal auf Stufe 2 hochgehen bei Hefeteigen. Bei der Kenwood Cooking Chef zum Beispiel reicht generell die Stufe 1, weil ihr dann noch die Stufe Min habt, alternativ dazu. Und schaut mal, so schön ausgeknetet wird der Teig. Ich habe in der Beschreibung einfach Mehl drinne stehen. Damit meine ich 405er oder 550er Weizenmehl oder 630er Dinkelmehl. Also einfach generell ein helles Mehl. Nach der Knetzeit gebe ich den Teig immer gerne in ein Glasgefäß, denn dort könnt ihr am besten beobachten, wie er sich dann entwickelt, wie schnell er dann fertig wird. Sollte er zu kalt stellen, solltet ihr ihn auf jeden Fall irgendwo in dem Backofen mit eingeschaltetem Licht stehen haben, denn bei mir seht ihr vielleicht im Hintergrund ist eine Temperaturanzeige und da hatte ich nur 21 Grad, das ist ein bisschen zu kühl. Wenn die Temperaturen optimal sind und ihr benutzt nur das Hefewasser, braucht der Teig zwischen 8 und 10 Stunden. Wenn ihr eine frische Hefe habt, vielleicht 12 Stunden. Nehmt ihr noch Lievito Madre hinzu, verkürzt sich das Ganze auf 3 bis 6 Stunden. Den Teig habe ich jetzt mit ein bisschen Mehl mir rund geformt und teile ihn mir in 8 gleich große Stücke. Ich verwende immer diese Methode. Ihr könnt es auch zu einem Strang rollen und euch 8 gleiche Stücke daraus nehmen. Ich komme tatsächlich mit dieser Methode irgendwie besser klar, aber wahrscheinlich ist das auch bei mir nur Macht der Gewohnheit. Ihr könnt das ganz bequem hier mit der Teigkarte einmal durchgehen. Ich tue mir hier gerade ein bisschen schwer. Das liegt aber einzig und allein daran, dass die Kamera da davor steht und ich muss mich da so ein bisschen strecken und kann die Kraft nicht so richtig in die Hand geben. Also, nicht wundern. Der Teig ist nicht schwer. So jedes kleine Stück formt ihr dann einfach rund. Wenn ihr merkt, es klebt vielleicht ein bisschen, nehmt ein bisschen Mehl zur Hand, wirklich nur so ein bisschen drüber streuen und rollt jedes dieser Teigstücke einmal zu einer kleinen Kugel, als würdet ihr Brötchen formen. Am besten ist es, wenn die Oberfläche schön flach ist. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn euch das nicht sofort gelingt. Ihr könnt es auch von außen nach innen falten, dann sorgt ihr einmal für Spannung. Ich kann euch aber tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, die Kombination Hefewasser mit Lievito Madre sorgt fast im Alleingang dafür, dass ihr ein richtig schönes, fluffiges Gebäck erhaltet. Also bei uns kamen die sehr gut an und kommen sie auch immer. Und ihr könnt auch gleich die doppelte Menge machen, denn Streusetaler lassen sich richtig toll einfrieren. So, und auch hier wieder. Ich schlage das Ganze jetzt von außen nach innen ein. So, da gibt es die Spannung. Und wenn ihr merkt, jetzt wird es schwieriger, könnt ihr dann anfangen, das rund zu schleifen, so dass das Ende, also dort, wo die Teigstränge immer zusammenklappen, schön verschlossen werden. Deswegen ist es wichtig, dass auf der Arbeitsfläche kein Mehl ist, damit sich das auch schön verschließt.
ein bisschen Mehl drüber geben und das ganze Rezept, hatte ich ja vorhin schon gesagt, steht unten in der Beschreibung. Das normale Rezept, also nicht die vegane Variante, kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Die Kugeln habe ich jetzt auf meine Backfolie gegeben. Wer keine hat, kann natürlich auch Backpapier nehmen und lasst diese so circa 10 Minuten eben ruhen. Danach könnt ihr sie entweder platt drücken oder alternativ mit einem Nudelholz noch mal ein bisschen rollen, damit sie schön dünn werden. Also ich empfehle von der Dicke her zum Ausrollen so einen halben Zentimeter. Das reicht vollkommen aus. So. Und ihr seht, der Teig ist überhaupt nicht klebrig. Er lässt sich wunderbar verarbeiten. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie es euch gelingt, wie es euch schmeckt. Und ich zeige euch heute die einfache Variante. Es gibt sie natürlich mit leckeren Früchten und auch mit Pudding und oder mit Pudding. Wenn ihr das gerne sehen wollt, schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Da freue ich mich drüber, wenn ich wieder ein neues Video für euch machen kann. Ich habe jetzt die Teigstücke noch mal kurz hochgehoben. Guckt, dass die so ein bisschen rund sind. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr die direkt ausrollt. So. Und dann kleben sie natürlich ein bisschen auf der Backfolie und deswegen hebe ich es halt noch mal hoch, gucke, dass sie dann wirklich die schöne runde Form haben. Wenn sie ein bisschen eckig sind, ist es ja auch nicht schlimm. Es ist ja schön, wenn man sieht, dass die selbst gemacht sind. Aber spätestens, wenn ihr sie esst, beziehungsweise eure Gäste, euer Besuch oder wer auch immer, werden sie feststellen, die sind auf gar keinen Fall gekauft. Denn durch das Hefewasser, also die selbst hergestellte Hefe, bekommen die noch mal einen richtig tollen Geschmack. Also tatsächlich kann ich sagen, dass Gebäck mir von woanders gar nicht mehr schmeckt, wo man rausschmeckt. Entweder ist da die Industriehefe, die so extrem durchkommt, oder Backpulver wird da verwendet. Das empfinde ich mittlerweile als wirklich sehr unangenehm und kann euch das nur ans Herz legen, das auszutesten. Ich habe jetzt hier Zucker, Vanilleschote und ein bisschen Mehl und gebe dazu die Butter. Das werden nämlich jetzt unsere Streusel. Die Teiglinge, die ich da jetzt ausgerollt habe, die lasse ich wirklich noch mal so 30 bis 60 Minuten ruhen und die Zeit nutzen wir halt, um die Streusel eben schnell fertig zu machen. Auch hierfür könnt ihr die KitchenAid verwenden. Ich habe mich jetzt hier für den Knethaken entschieden. Wenn die Butter wie bei mir noch ein bisschen hart sein sollte, könnt ihr das im schlimmsten Fall auch noch mit der Hand den Rest durchkneten. Nun bestreiche ich die Streuseltaler bzw. die Teigplatten mit ein bisschen Milch. Ihr könnt alternativ auch Wasser verwenden. Einfach deswegen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Streusel danach viel besser halten. Schaut, dass ihr schön ordentlich verteilt und das sieht doch richtig lecker aus. Gebe die Streusel drüber und ihr seht, es ist super einfach und ihr habt 8 köstliche Streuseltaler, die ihr machen könnt. Dann ab in den vorgeheizten Backofen. Ich nutze ja den Mini-Backofen von Stillstern, den brauche ich gar nicht vorheizen. Der kann direkt genutzt werden. Und während sie im Ofen sind, bereite ich hier nochmal den Zuckerguss vor. Der ist optional. Ich finde, das gibt aber nochmal so eine schöne säuerliche Note, wenn ihr das mit Zitrone macht. Ich habe das jetzt hier löffelweise zum Puderzucker hinzugegeben. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man das noch mit einem anderen schönen säuerlichen Saft, mit einem Orangensaft, Grapefruit oder irgendwie was Fruchtigem, richtig Leckerem noch mal eben macht. Dann habt ihr noch mal so eine leicht fruchtigere Note. Es gibt auch noch mal die Möglichkeit natürlich, die Streusetaler mit Früchten und Pudding zu machen. Falls ihr Lust auf das Rezept habt, dann lasst es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Dann freue ich mich auch wieder ein neues Video für euch zu machen. Ich rühre jetzt hier diesen Zuckerkuss so ein bisschen dicklich und schaue, dass die Klümpchen alle verschwinden. Das klappt ganz gut, wenn man das hier so mit dem Löffel macht. Im schlimmsten Fall könntet ihr das noch mal durch ein kleines Sieb geben. Die Streusetaler lasse ich kurz abkühlen. Am besten geht das auf dem Kuchengitter.
und danach kann der Zuckerguss schon drüber. Und das soll nicht zu viel sein. Das ist wirklich nur so eine kleine Note. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt so zum Valentinstag, dass man vielleicht hier noch mal ein bisschen mit Himbeeren arbeitet, dass man die noch mal durchpüriert und dazu gibt. Das ist bestimmt auch noch mal richtig schön. Und falls ihr mehr haben wollt, dann freue ich mich über euer Abo, wenn ihr meine Videos teilt und bei mir seid. Falls ihr weitere Rezeptwünsche habt, schreibt es mir immer bitte gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr werdet jetzt zukünftig eure Streuseltaler auch genießen. In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon riesig auf euch und sende euch liebe Grüße und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.